5 Fehler, die dir täglich viel Energie kosten und wie du sie mit wenig Zeitaufwand vermeidest. Fühlst du dich oft erschöpft, obwohl du eigentlich alles richtig machst? Du schläfst, du isst, du funktionierst, aber deine Energie ist trotzdem ständig im Keller? Dann solltest du dir dieses Video ansehen, denn ich zeige dir 5 unsichtbare Fehler, die deine Energie jeden Tag kosten. Im Job, im Alltag, im Kopf. Und das Beste, du kannst sie vermeiden, wenn du weißt, wo du ansetzen musst. Und glaube mir, Fehler Nummer 5 ist der am meisten unterschätzt wird, aber den größten Effekt hat. Motion for Balance. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Markus Stülp, Gründer von Motion for Balance und dein Longevity Coach. Ich unterstütze Menschen auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit, Energie und gesunder Langlebigkeit. Egal, ob du beruflich viel leistest, mitten im Familienleben steckst oder dich einfach vitaler fühlen willst. Diese 5 Energiefehler sabotieren dich täglich und du kannst sofort etwas dagegen tun. Lass uns aber jetzt direkt einsteigen. Fehler Nummer 1. Du startest reaktiv in den Tag, statt deinen Rhythmus zu führen. Was meine ich damit? Bei vielen Menschen gehört es heute dazu, direkt nach dem Aufstehen aufs Handy zu schauen, E-Mails lesen oder durch Social Media zu scrollen. Damit triggerst du aber sofort dein sympathisches Nervensystem, also den Stressmodus, den Fight-or-Flight-Modus. Und das dadurch ausgeschüttete Cortisol und Adrenalin schießen sofort hoch, bevor dein Körper überhaupt wach ist. Die Folge? Konzentrationsprobleme, innere Unruhe über den Tag hinweg, Reizüberflutung schon am Morgen und langfristig eine chronische Stressantwort, die deine Energie nachhaltig raubt. Was kannst oder solltest du stattdessen tun? 15 Minuten reizarmer Start ist das, was ich immer empfehle. Wasser trinken, das Wichtigste eigentlich am Morgen, ein großes Glas Wasser, Tageslicht tanken, vielleicht Kaffee draußen genießen, 5 bewusste Atemzüge oder auch ein Journaling, also aufschreiben, was man den Tag über erreichen möchte. Es geht nicht um eine exzessive Morgenroutine, das ist mir sehr wichtig. Oft wird in den sozialen Medien vorgestellt, 30 Minuten Morgenroutine und was dort alles geleistet wird. Aber tatsächlich ist es oft so, dass diese Personen das selbst nicht durchführen. Ja, am Ende geht es auch um einen zirkadianen Rhythmus, morgens Tageslicht tanken, abends zu einer stabilen Zeit ins Bett gehen, das alles wird dir mehr Energie verleihen. Fehler Nummer 2. Du isst energieraubend statt energiegebend. Was heißt das? Viele greifen zu schnellen Kohlenhydraten, zu Croissants, zu Saft, zu Weißbrot. Das führt immer zu einer Blutzuckerspitze und danach zu einem Crash. Diese Schwankungen belasten den Glukosestoffwechsel und fördern Entzündungen. Folgen sind Müdigkeit, Heißhunger, Brain Fog, wie man auf Englisch sagt. Obwohl du erst gegessen hast und dachtest, du führst eigentlich die richtigen Nährstoffe zu, ist es trotzdem nachteilig für dich. Ja, der Fokus sollte auf blutzuckerstabilen Ernährung sein, also sprich Protein, Fett, Ballaststoffe vor allem, Gemüse, Avocado. Vermeide isolierten Zucker am Morgen, weil er ist eben dieser Crash-Katalysator. Ja, Stichwort Glukosepeaks vermeiden, stabilere Energie, auch eine bessere Mitochondrienfunktion. Die Zellkraftwerke arbeiten besser. Fehler Nummer 3. Du machst keine echten Pausen und verbrennst dich innerlich. Ja, dein Körper und dein Gehirn arbeiten in 90-Minuten-Zyklen. Das nennt man ultradiane Rhythmik. Danach braucht dein System eine kurze Regeneration. Und ohne diese Mikroerholungsphasen steigt erneut, wie so oft, das Stresshormon Cortisol an und die kognitive Leistung sinkt. Und du gehst in den energetischen Leerlauf. Die Folge? Konzentrationsverlust, Entscheidungsmüdigkeit, Gereiztheit, trotz viel Arbeit. Ideen, um diesen Leerlauf beheben zu können? Du könntest alle 90 Minuten eine 5 Minuten Reset machen. Kurz aufstehen, rausgehen, atmen, Kälteimpuls, vielleicht ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht. Das wären Methoden, um diese neuroenergetische Selbststeuerung, sprich mehr Leistung durch eine gezielte Unterbrechung. Fehler 4. Du bewegst dich zu wenig, vor allem in der ersten Tageshälfte.
Die Bewegung, das ist ja mein Steckenpferd und ich will immer wieder darauf hinweisen, dass eine Aktivierung durch die Bewegung hilft, den Kreislauf auch zu aktivieren, das Lymphsystem, die Mitochondrienaktivität, also sprich die Energieproduktion und auch das Dopaminsystem, also Motivation und Fokus. All das führt zu mehr Energie und weniger Müdigkeit. Auch eine Kreislaufschwäche, Müdigkeit, eine mentale Schwere, besonders ab mittags kann oft beobachtet werden, wenn zu wenig sich bewegt wird. Was kann man dagegen tun? 3 bis 5 Minuten Micro-Workouts über den Tag verteilt, mal 10 Kniebeugen machen, vielleicht Faszienrollen, dehnen, eine Runde spazieren gehen. Ja, Bewegung ist immer auch eine Mitochondrienstimulanz und dein Zellmotor, der braucht die Bewegung. Dazu gehört nicht nur der exzessive Sport, sondern auch, wie gesagt, der einfache Spaziergang zum Beispiel. Ja, und kommen wir zu Fehler Nummer 5. Du verlierst Energie durch unsichtbare Lecks, wie Grübeln, Multitasking oder ständigen Input. Ja, ständiges Reagieren, sprich Push-Nachrichten, Multitasking, Grübeln, wie schon gesagt, das verbraucht eine kognitive Ressourcen. Und das sogenannte Arbeitsgedächtnis wird also überlastet. Das präfrontale Kortex, was für die Planung, für den Fokus verantwortlich ist, wird gehemmt. Und das Gehirn schaltet wieder auf den Überlebensmodus und schränkt eben die Kreativität zum Beispiel ein. Heißt Erschöpfung, obwohl ich gar nichts tue, wieder eine innere Unruhe und das führt letztlich dann auch zu einem schlechteren Schlaf. Was kann man dagegen tun? 1 bis 2 Fokusphasen pro Tag, zum Beispiel 60 Minuten Deep Work, wo man sich wirklich nicht ablenken lässt, auch mal das E-Mail-Symbol unten am PC ausschalten. Medienfasten ab 20 Uhr, sprich Handy aus, Fernsehen aus, vielleicht mal ein Buch lesen. Also es geht um das Cognitive Load Management auf Englisch, sprich die Leistung zu erhalten. Ja, diese 5 Fehler schleichen sich oft unbemerkt ein, aber sie haben enorme Auswirkungen auf dein Energielevel, deinen Schlaf, deine Stimmung und sogar auf dein biologisches Alter. Wenn du nur einen dieser Punkte ab morgen umsetzt, wirst du spürbar mehr Energie, Klarheit und Balance haben. Nichtsdestotrotz, gesund leben ist kein Projekt für 10 Tage, für 30 Tage, sondern es ist eine Reise. Es dauert, bis sich das Ganze in deinem Organismus zeigt. Und die beginnt, wie gesagt, auch mit kleinen Schritten und dem Verständnis, wie unser Körper überhaupt funktioniert. Wenn du tiefer einsteigen willst und deinen Alterungsprozess aktiv verlangsamen möchtest, beziehungsweise gesund altern möchtest, dann lade ich dich herzlich auch zu meinem nächsten Workshop ein, am 3. August, 17 Uhr, online zum Thema Ageless, stark, gesund, länger leben. Den Anmeldelink findest du unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Und es würde mich freuen, wenn du in Zukunft dabei bist. Bis bald und bleib gesund.